Buenos días, mi invitado de hoy es Dr. Carlos Mateo Bailmelli. Era presidente del Congreso Paraguayo, presidente de Itaipú y autor de varios libros. Hola, Carlos. Auch in Auswärtige Jahren gewesen und Mitglied der Verfassungsgebenden Versammlung. Y habla perfectamente español. Und Deutsch. Ich versuche. Prefieres in Alemán la entrevista? Ja, okay, klar. Gut, wir machen es auf Deutsch. Machen wir auf Deutsch. Schön, Carlos, dass du da bist. Du sprichst perfekt Deutsch. Du hast in Deutschland studiert. Wo genau? Ich habe in Deutschland, ich habe hier in Paraguay, ich bin Rechtsanwalt. Ich habe Jura hier in Paraguay studiert. Und danach, ich war fertig mit meinen Studien. Und ich ging nach Deutschland. Und in Deutschland habe ich meine Doktorarbeit, meine Dissertation geschrieben. Ich habe 3 Fächer genommen. Verfassung und Verwaltungsrecht, Deutsche. Verwaltung und Verfassungsrecht. Danach habe ich auch Politikwissenschaft und Philologie. Und habe ich meine Dissertation geschrieben. Und auch die Prüfungen bestanden. Und danach habe ich auch meine Dissertation in einem Verlag herausgegeben, publiziert. Ja. Das war schon lange Zeit, long time ago. Ja. Das heißt, als die Diktatur hier zu Ende ging, warst du wieder in Paraguay? Ich war auch vor der Diktatur. Ich habe auch gekämpft gegen die Diktatur. Okay. Ja klar, ich war 18 Jahre alt. Ich habe auch einige Probleme mit der Polizei. Aha. Und danach, ich wollte immer nach Deutschland gehen, um zu studieren und mich fortzubilden. Und ich bin nach Deutschland, ja. Ich war sehr glücklich, 6 Jahre, viel Arbeit, das war nicht einfach, aber viel Erfahrung gesammelt und ich habe viel gelernt. Und heute, wie du gesagt hast, ich schreibe Bücher, ja. Für die Penguin Random House ist die größte Verlag der Welt. Und ich bin der einzige Lateinamerikaner, ja, die in Deutschland sich ausgebildet hat. Deswegen auch mein Fall ist ein bisschen etwas Besonderes, ja, als Schriftsteller. Du sagtest, du hast schon in jungen Jahren mit 18 gegen die Diktatur gekämpft. Das heißt, du hattest sehr früh schon ein politisches Interesse, dich zu engagieren. Ja. Ich habe immer ein Engagement gehabt für die Politik und für die Freiheit, für Demokratie. Und ich habe gekämpft, ja, klar, ich war sehr jung. Warst du schon Mitglied der Liberalen Partei? Oder ja, ich bin Mitglied der Liberalen Partei, ich bin Mitglied der Opposition gewesen. Aha. Ich habe auch immer viel gekämpft für die Würde der Menschen. Ja, ich habe meine Geschichte sozusagen, ja. Als du aus Deutschland wiedergekommen bist, nach deiner Doktorarbeit? Ja, ich war fertig, ich habe meine Studien abgeschlossen und danach ich kam zurück nach Paraguay und ich bin gewählt worden als Mitglied der Verfassungsgebenden Versammlung. Ich bin gewählt worden und ich habe es dort gearbeitet. In den Senat? In die Verfassung gegebenen Versammlung. Okay. Ich habe auch mit anderen Menschen die neue Verfassung, die paraguayische Verfassung, mitgeschrieben. Wow, okay. Ja, das war auch eine Erfahrung, eine schöne Erfahrung, weil ich habe auch meine Promotion, meine Dissertation geschrieben über die gegenwärtigen Verfassungsdiskussionen in Lateinamerika. Wie alt warst du da? Wie alt? Ja. Ich war, als ich fertig mit meinem Studium war, ich bin 30 gewesen. Aha. 30 Jahre alt. Und da hast du mit einer Verfassung mitgewirkt? Und ich bin gewählt worden als Mitglied der Verfassungsgebenden Versammlung. Danach, ich war auch im Auswärtigen Amt. Und danach, ich bin Präsident was wir werden nennen, der Bundestag, der Senat, der Parlament hier. Ja. Und auch ehemaliger Executive-Director vom Itaipú. Das ist die größte Represa, das wir haben hier in Paraguay, eine der stellt her Energie. Ich bin auch dort gewesen. Ja. Du warst ja lange Jahre im Senat und auch Präsident des Senates. Wie kann man sich das vorstellen von außen? Ist das in Paraguay ähnlich wie jetzt in Deutschland oder wo sind die wesentlichen Unterschiede? Nee,
Ich denke, in Paraguay auch das Leben im Parlament ist etwas Besonderes. Ja? Es gibt viel Unterschied zwischen Deutschland und Paraguay. Im Besonderen in Deutschland es gibt nur eine Kammer, ja, weil die andere ist keine echte, ja, Gesetzgebung, hat keine Fähigkeit, um Gesetz zu geben, ja. Und in Paraguay wir haben 2 Kammern, aber der Präsident vom Senat, und ich bin Senat gewesen, ist der Präsident von der Kongress, der Zusammensetzung der beiden, ja. Und ich bin Präsident gewesen für diese. Aber das war auch eine Erfahrung, dass ich wollte nicht mehr wiederholen. Ich könnte ja auch wieder rennen und gewählt zu sein als Mitglied des Parlaments. Aber ich wollte keine Abgeordnete mehr sein. Ist schon genug, 5 Jahre. Weil ich denke, ich bin nicht so, ich bin mehr exekutiv. Ich muss was tun. Ich bin ein Macher. Ich muss machen. Wie siehst du den Senat heute in Paraguay zu damals, als du dabei warst? Ich denke, in Paraguay, wir erleben, wie in die ganze Welt, die Qualität, ja, der Politik ein bisschen hat sich erniedrigt, ja. Ich hatte nicht dieselbe Qualität vor 20 Jahren. Zumindest hier in Paraguay und kann man das bemerken überall in die Welt. Ja, überall in die Welt. Das ist eine neue Symptom, ja, der Gegenwart, ja, und vielleicht auch eine Krankheit, ja. Dieser Mangel von gute Qualität in der Politik, ja, kann man das bemängeln in der Politik, dass wir haben keine gute Politiker mehr, die großen Politiker der Vergangenheit sind alle verschwunden. Ja. Später kamst du dann zu Itaipu, wie du vorhin kurz angesprochen hast. Ja, ich war auch Exekutivdirektor von Itaipu. Ich habe auch dort viel gearbeitet. Ich habe auch mit den Brasilianern gehandelt. Ich habe einen Deal erreicht. Das hat verbessert die Position von Paraguay. Wir haben viele Sachen erreicht, als ich Exekutivdirektor war von Itaipu. Kannst du uns da im Detail ein bisschen hineinbringen? Du kommst jetzt zu Itaipu neu hinein als Präsident. Was hast du dort vorgefunden? Ja, ich bin kein Ingenieur. Ja. Normalerweise man braucht von Itaipu. Ich bin der erste Rechtsanwalt. Und der einzige, glaube ich, das dort als Direktor war. Der heutige Direktor ist auch, ist Diplomat und Rechtsanwalt, aber ich bin der Erste gewesen. Ich habe diese Tradition gebrochen. Aber das war eine Zeit, wo Paraguay brauchte einen Politiker mit der Fähigkeit, Diplomatik auszutreiben. Und ja, ich war geeignet für diesen Job. Und der Präsident hat mich ausgesucht, gewählt, ja, und dort bestellt. Und ich bin 1 Jahr und 6 Monate gewesen. Ich habe auch viel gekämpft gegen die Korruption. Ich habe auch viel gekämpft, um sozusagen herzustellen, die gleichen Rechte für die Brasilianer und die Paraguayer. Das war nicht so? Nein, sie waren nicht so. Aber deswegen, wir haben es bekommen, 360 Millionen $. Jedes Jahr wir bekommen das als Abfindung. Das Projekt ist 50-50, oder? Zwischen ja, ist 50-50, aber es gibt sozusagen Ungerechtigkeit. Ja, es gibt eine Macht, die Machtunterschied zwischen Brasilien und Paraguay, es spielt sich wieder in die Beziehung und auch in die Weise, wie das funktioniert hat. Wie viele Mitarbeiter hat Itaipu ungefähr? In meiner Zeit hatte viel. Aber ich habe auch das reduziert, weil es gab viele, die ernannt wurden als Mitglied und Mitarbeiter von Itaipu, aber sie haben keine echte Tätigkeit gehabt, ja, in Bezug auf die Itaipu. Sie haben war eine politische Ernennung. Gibt es das in Brasilien auch oder ist das nur hier? Auch, aber weniger. Okay. Auch, aber weniger. Und wie funktioniert das in der Praxis? Paraguay bilanziert mit Brasilien gemeinsam als eine Einheit Itaipu oder sind das zwei? Nein, zusammen. Gemeinsam? Ja, klar. Und die Royalties werden geteilt? Rechtlich gesehen
Ja. Es gibt keine Paraguay und Brasil. Itaipu ist eine nur Gesellschaft. Itaipu. Eine Gesellschaft. Ja. Wir nennen das hier wie national. Das heißt von 2 Staaten. Ja. Eine neue sozusagen rechtliche Status hat Itaipu. Vielleicht ist die einzige in die Welt. Mit dieser Art und Weise, wie das funktioniert und verwaltet ist. Itaipu hat 2 Direktoren dann, einen 2 Direktoren, einen Brasilianer und einen Paraguayer. Das heißt, ihr müsstet immer gemeinsam einen Konsens finden bei jeder Entscheidung? Ja, bei der. Okay. Ja. Das klingt in der Praxis schwierig. Das heißt, man kann das Unternehmen nicht führen, wie man möchte, sondern braucht immer die brasilianische Zustimmung. Oh, die paraguayische. Im Gegenteil, genau so, ja. Jetzt, als ich war, ich habe auch betont, dass man soll auch die Paraguayischen fragen, auch die Paraguayischen, und das war auch schwer, weil die Paraguayer sind immer ein bisschen zurückgeblieben in die Verwaltung von Itaipu und ich habe erreicht die Gleichberechtigung in jeder Situation, in jeder Position, ja. Bei den Direktoren? Alles. Aha. Gleichberechtigung. Ein Paraguayer, ein Brasilianer. Das war auch schon, aber ich habe alles vollende gebracht. Jetzt gibt es ja diese große Diskussion um 2023 und das Auslaufen bestimmter Vereinbarungen. Worum geht es da genau? Nee, das geht, wie viel kostet die Preis der Energie von Itaipu. Aber ich denke, wir müssen die gesamte Vertrag, wir müssen alles wieder verhandeln. Nicht nur alles Neue. Das ist meine Position, meine Betrachtungsweise, ja, wie wir die Paraguayer, die Sachen beobachten müssen und was tun müssen, ja. Und um wie viel Energie handelt es sich wirklich da? Man hat ja unterschiedliche Zahlen. Wir haben dieser Überschuss? Dieselbe. Wir haben jede Turbine hat 700 Megawatt. 700. Ja. 750, ja. Und das ist alles halbiert. Ja. Soll alles halbieren. Ja. Wie viele Turbinen gibt es? 20. Das ist die maximale Ausbaustufe oder könnte man noch welche hinzufügen? Könnte man noch mehr, 2 mehr noch bauen. Okay. 2 mehr. Und 10 Turbinen gehören Brasilien und 10 gehören Paraguay? Oder alles gemeinsam? Alles gemeinsam gehört zu Itaipu. Was du verdienst in 10 Turbinen, die verdienen gehen nach Paraguay, in die andere, die verdienen gehen nach Brasilien. Okay. Und der Konsum, den Paraguay nicht selbst verbraucht, der wird an Brasilien Wir sind verpflichtet, nach Brasilien zu verkaufen. Ja. Und deswegen, das heißt, wir kriegen eine Abfindung, weil wir könnten das nicht benutzen. Wir haben nicht die Fähigkeit, das zu verbrauchen. Deswegen, wir verkaufen das. Wir sind verpflichtet. Das gehört zum Vertrag. Wenn Brasilien nicht benutzt, Paraguay kauft. Wenn Paraguay nicht verbrauchen kann, kauft Brasil. Ja. Selbstverständlich, wir haben nicht die Fähigkeit, alles zu verbrauchen. Deswegen, wir sind verpflichtet, nach Brasil zu verkaufen. Wie viel von der Energie verbrauchen wir von unserer paraguayischen? Von Itaipu 1300 Kilowatt. In Prozent ungefähr? 15%. 15%? 15% von der gesamten. 85% verbrauchen wir nicht? Nee. Okay. Ja. Und wie kann 15% von unserem Anteil. Von unserem Anteil. Für die gesamte Itaipu. Ja. Wir verbrauchen 7,5%. Wow, das ist sehr wenig. Ja, klar. Und das hat sich aber, seit du weg bist von Itaipu, das angestiegen? Die Nachfrage ist zugenommen. Hat zugenommen? Ich denke, in 10 Jahren, 12 Jahre, wir müssen alles kaufen. Okay. Weil der Verbrauch in Paraguay nimmt zu. Nimmt immer weiter jeden Tag. Ja. Und hast du damals schon darüber gesprochen, über dieses Thema, oder war das noch kein Thema? Über den Vertrag? Zu deiner Zeit? Ja, klar. Ich habe immer gesagt, als ich auch Mitglied des Parlaments war, ich habe auch immer gesagt, wir müssen mit Brasil eine neue Absprache treffen, einen neuen Vertrag unterschreiben. Ja, klar. Weil jetzt ist es ja sehr spät. Es ist ja nächstes Jahr läuft es. Aber das ist nur eine Sache. Das ist der Preis von Energie von Itaipu. Ja. Aber ich denke, wir müssen nicht nur das verhandeln. Wir müssen den gesamten Vertrag
Wie würdest du das strukturieren? No, das ist schwer aber das ist eine politische und eine diplomatische Arbeit. Aber das muss die Regierung machen. Und wenn du mich fragst, ob die Regierung von Paraguay etwas bis jetzt getan hat, ich sage dir fast nichts. Nichts gemacht? Nee, nicht gemacht. Die Paraguayer, wir haben, als ich war in Itaipu mit Lugo Präsident, wir haben die Initiative gehabt. Wir haben die Brasilianer gesagt, wir müssen das wirklich lösen jetzt. Aber heutzutage, niemand sagt das. Und könnte man es im Land lösen, dass wir sagen, wir machen ein Programm, um die Energie zu verbrauchen? Oder Nee, das ist nicht so einfach, weil du kannst nicht in 3 Jahren alles, das ist zu viel Energie. Ja, du brauchst Infrastruktur. Und wir haben das nicht. Wir müssen das bauen. Wir verbrauchen, vor dem Verbrauch, du brauchst die Infrastruktur. Wir haben noch nicht Infrastruktur und unsere Wirtschaft verbraucht auch nicht so viel Energie, vom Wasserenergie. Ja? Wir verbrauchen mehr, wir nennen das, wie man sagt das auf Deutsch, Biomasse. Ja, Biomasse mehr. Ja. Jetzt hat ja zum Beispiel Yacyretá als Gegenstück, die haben ja sehr viel in die Infrastruktur investiert, rund um Encarnación. Ja klar, aber Itaipu auch. Jetzt Itaipu, es gibt eine Brücke zwischen Brasilien und Paraguay, wird gebaut, wird fertig, ich denke, dieses Jahr, im Präsident Franco. Das bezahlt Itaipu? Itaipu, klar. Ja. No, Itaipu auch bezahlt viel Infrastruktur, ja klar. Und Itaipu ist 3-4 Mal größer als Yacyretá, klar. Und die Royalties von Itaipu, die kommt in Paraguay Haushalt. Die gehen in unseren Haushalt. Okay. Das heißt, ist eine Einnahme der Regierung, wie eine Steuer sozusagen. Ja. Okay. Und das ist nicht zweckgebunden, wofür man es dann verwenden muss? Nein. Das ist eine Einnahme, aber das ist, wird nicht, das Gesetz oder der Vertrag besagt nicht, wo müssen wir das ausgeben. Und sind in Zukunft in Itaipu, weil das ist ja doch etwas älter schon, sind da größere Investitionen notwendig auch in die Represe selbst? Nee. Wir müssen die Technologie, wir müssen aktualisieren, aber das kostet vielleicht ein paar Millionen, 200, 300, 400 Millionen Dollar, ist nicht so viel. Wie funktioniert die Bilanzierung von Itaipu? Das ist eine Bilanz zwischen Brasilien und Paraguay, beide stimmen zu. Es gibt nur eine. Ja. Und die wird dann aber von beiden Seiten geprüft. Von beiden klar. Dann ist ja eigentlich Korruption fast ausgeschlossen bei Itaipu, oder? Weil ja immer eine Seite die andere überprüft. Nee, es gibt Korruption, aber die Korruption, ich habe viel gekämpft gegen die Korruption, aber die Korruption geht, wenn jemand etwas verkauft nach Itaipu, aber das steht in die Haushalt, in die Budget. Und du sagst, ich habe das gekauft, aber wenn du einen höheren Preis gekauft hast und du kannst, das ist eine andere Art der Korruption. Aber es gibt Korruption in Itaipu, immer ist gewesen. Ich habe viel gekämpft gegen die Korruption. Und ich denke, ich bin nicht so lange geblieben, weil ich habe kein korrupter Direktor war. Wie ist die Verbindung zwischen Itaipu und Ande? Ande ist der Besitzer von Itaipu. Ande ist der Besitzer von Itaipu? Und Eletrobras in Brasilien, ja klar. Ach so. Das bedeutet, aber die Royalties von Itaipu gehen aber in den Haushalt, nicht zu Ande? No, ja. Aber ein Anteil geht nach Ande. Ein Anteil. Eine kleine Anteil. Obwohl Ande der Besitzer ist, bekommen die gar nicht alles. Ne, klar, weil die paraguayische Regierung hat alles mitfinanziert sozusagen. Aber gibt's da eine Verbindung zwischen Ande, also außerhalb dieses Bereichs, weil Ande ist ja so, dass es vom Image her schlecht funktioniert, es fehlen aber Ande kauft Ande ist der Besitzer, aber Ande kauft die Energie von Itaipu und bezahlt alles. Ja. Bezahlt alles. Ja. Kriegt nicht kostenlos. Soll das bezahlen. Bei Itaipu sieht man, dass es funktioniert ja gut. Das heißt, es ist gut geführt, da wird gut gearbeitet. Aber Ande funktioniert auch, aber funktioniert nicht gut. Ja, das meine ich ja. Wie ist es möglich, dass eine Institution gut funktioniert, aber bei der Verteilung des Stroms haben wir dauernd Stromausfälle und haben mit Problemen zu kämpfen? Und weil das ist ein Mangel
von Investitionen ja, in Ande. Wir müssen viel Investitionen machen in Ande, um zu versichern, ja, wie sozusagen die Transmission ja, der Energie. Aber das kostet viel Geld. Die Übertragung von Energie kostet Geld. Auch die Produktion von Energie kostet Geld. Aber die Produktion macht Itaipu. Und die andere die Verteilung der Energie soll Ande machen. Und Ande hat noch nicht gemacht die Investitionen in die Menge, die Ande brauchen, um abzusichern, ja, wie man sagt, die Suministro, ja. Die Verschaffung, die Verteilung der Energie. War das immer schon so, dass ein Teil, nur ein kleiner Teil zur Ande zurückging von Itaipu, von den Royalties? Ja, klar. Und in Brasilien ist das auch? Auch dieselbe. Aber in Brasilien, die Stromverteilung hat dieselben Probleme wie in Paraguay? Nein. Dort funktioniert's? Dort funktioniert. Okay. Warum? Worauf führst du das? Weil sie haben die Investitionen gemacht. Und das sind auch Privaten in Argentinien, in Brasilien. Ja. Okay, das heißt, eines der Probleme ist das staatliche Strommonopol in Paraguay. Ja. Würdest du das privatisieren? Ich werde nicht privatisieren, aber ich werde erlauben, dass der private Sektor dort investieren können. Und Itaipu hat ja auch ein Gebäude in Asunción jetzt. Ja, auch in Asunción, in Ciudad del Este. Was machen die in Asunción? Arbeiten. Verwaltung, Arbeit. Verwaltung ist in Asunción und nicht in Ciudad del Este. In Ciudad del Este ist nur die Produktion der Energie und hat noch andere Sachen. Aber die Produktion von Energie ist in Ciudad del Este und die Verwaltung nicht in Asunción. Warum ist so gemacht? Kommt von vor, historisch bedingt. Und insgesamt jetzt nach vorne gesehen mit diesen 2023-Thematik, wer könnte das lösen? Okay, die Sache von jemand von Ausland. Wir werden haben genug Energie, nicht kostwilliger. Ja. Billiger. Ja. Wir könnten billiger Energie kaufen in Paraguay. Ja. Und ich weiß nicht, wie wird die Preis verhandelt sein, weil die Regierung macht nicht. Aber ich denke, wir bleiben mit demselben Preis. Und der Preis, die Brasilianer werden verlangen, herabzusetzen, der Preis von Energie. Aber, wie gesagt, wenn wir bleiben mit den heutigen Preisen, wir sind die günstige Energieversorger in Lateinamerika. Ist billiger die Energie von Ande im Vergleich mit Argentinien oder Brasilien, ja, oder Uruguay. Und dazu noch kommt, dass vielleicht, ich weiß nicht, ich hoffe nicht, ja, der Preis wird herabgesetzt. Wie viel Geld in etwa macht es aus ab 2023, das hier in Diskussion ist für das Land? Wenn wir den Preis behalten, 3 Billionen, ein bisschen mehr als 3 Billionen $. 3 Milliarden Dollar pro Jahr? Milliarden. Pro Jahr. Das ist für Paraguay ja sehr viel. Sehr viel Geld. Ja, und auch für ist viel Geld für Paraguay. Kann Itaipu zum Beispiel die Investitionen, die Ande benötigen würde, finanzieren? No. Warum geht es nicht? Weil die Ande das ist zu viel mehr. Ande braucht... Wie viel fehlt an Investitionen, weiß man das? 6.000. 6 Milliarden? Ja, Milliarden. 6 Milliarden für ganz Paraguay. Ja. Und damit würde man dann aber der Preis dieser Investition soll auch der Verbraucher bezahlen. Ja, indirekt bezahlt er es ja. No, sollte bezahlen. Klar, wenn jemand verbraucht, soll bezahlen. Aha. Das ist was auch ein bisschen gerecht ist. Ist die Ande, bilanzieren die positiv oder verlieren die jedes Jahr Geld? Negativ. Ande verliert Geld. Weil sie ineffizient sind oder worauf führst du es zurück? Das ist viele Gründe. Zum Beispiel? Ja, viele Gründe. Das ist eine Verwaltung, viel Bürokratie, es gibt Korruption, es gibt viele Sachen, sie haben keine Verwaltungsreform gemacht und es gibt keine Wettbewerb und es gibt viele andere, aber das ist ein strukturelles Problem. Du hast ja jetzt bei den letzten Wahlen mitgewirkt, auch für die Liberale Partei im Wahlkampf. Ihr wart ja sehr erfolgreich schlussendlich. Ihr habt zwar die Wahl nicht gewonnen, aber ihr habt euch ganz knapp angenähert. Also das war ja doch eine sehr große Leistung. Wie siehst du es jetzt nach vorne raus für die nächsten Wahlen? Ich denke, Paraguay hat viele Vorteile.
Ich bin darauf überzeugt. Aber unser Problem ist die Politik. Ich denke, irgendwann jede Gesellschaft bezahlt die Qualität ihrer Politik. Und jetzt wirklich, ich bin nicht ganz glücklich mit dem Niveau unserer Politiker. Ich denke, wir müssen es verbessern. Wenn du mich fragst, welches ist das Problem von Paraguay? Und das ist politisch unser Problem. Ich denke, ich kenne viele Deutsche, die kommen hier nach Paraguay, machen kleine Investitionen, ja, und sie verdienen Geld. Es geht gut. Selbstverständlich, sie werden nicht 10% oder 15% verdienen, aber zumindest sie verlieren nicht ihr Geld. Aber jetzt, ich denke, unser Problem ist ein politisches Problem. Wir brauchen einen Wechsel, einen Wandel in der Politik. Wir könnten nicht mehr so weitergehen. Paraguay ist schon in einem Bereich, ist eine moderne Gesellschaft. Und du kannst nicht immer mit deiner traditionellen Politik versuchen, Paraguay zu regieren. Wenn du dich modernisierst, die Gesellschaft, die Politik muss sich selbst auch modernisieren. Und das ist das größte Problem in Paraguay. Dieser Widerspruch, es wünschen eine Gesellschaft, die sich selbst modernisieren will und zeigt, dass sie will sich modernisieren. Und wir haben eine Politik, die sehr traditionell ist. Eine junge Gesellschaft trifft auf eine alte Politik. Ich weiß nicht, ob das hat zu tun mit Generationen, ja, weil vielleicht auch die Jungen, die in die Politik reinkommen oder reinkommen wollen, ja, vielleicht haben dieselbe Laster, dass die schon dort sind, ja. Ich denke, das ist mehr wir brauchen einen politischen Wechsel. Und dieser politische Wechsel soll in einen kulturellen Wechsel einwirken. Das ist für mich das größte Problem von Paraguay. Ich denke, wenn jemand kommt, wir haben viele Probleme auch, vielleicht in der Konsolidierung der Demokratie, was du willst, aber alles du kannst lösen in Paraguay. Aber die Politik ist ein Problem, weil die Politik soll unsere Probleme lösen. Wer soll andere lösen? Eine politische Entscheidung. Wer soll verhandeln mit Brasil? Eine politische Entscheidung man muss treffen. Wer muss eine Erziehungsreform machen? Eine politische Entscheidung soll das vorantreiben. Wer soll wirtschaftliche mehr Reform machen oder eine Steuerreform? Wer? Eine politische Entscheidung. Diese Politik setzt voraus eine politische Willen. Und was ich nicht sehe in Paraguay, ist der Willen, um Paraguay zu verändern in der Politik. Fehlt die Ethik? Aber die Gesellschaft hat sich verändert. Fehlt die Ethik in der Politik? Ja, klar, selbstverständlich. Das ist eine Sache. Es gibt keine nationale Projekt. Es gibt keine echte Engagement mit der Gesellschaft. Das ist ein Problem, das wir haben. Das ist Mangel an Ethik. Aber du hast ja in Paraguay ein sehr schlechtes Bildungsniveau auch, gemäß dieser Statistiken. Verstehen die Menschen trotzdem diesen Ansatz? Ne, ich denke, die Politik hat die Erziehung kaputt gemacht. Das ist ein großer Fehler. Aber gleichzeitig, du kannst sehen, dass es gibt viele junge Menschen, die versuchen, sich selbst fortzubilden, alleine. Ich sehe auch, dass viele junge Menschen, Teenagers, Menschen, das sind ungefähr 20 und 30, sie bemühen sich, was zu lernen, neue Sachen zu erkennen, ja, zu lernen. Aber vielleicht, das ist eine private, du musst selbst das alles tun, ja. Und die Regierung schafft nicht die Rahmenbedingungen und eine gute Erziehung oder gute Universität zu haben. Jemand selbst soll das alles tun.
Und das ist nicht richtig. Wie kehrt man das um? Weil das Problem wird ja größer. Du sagst auch, die Politik wird schlechter, die Bildung wird schlechter, der Staatshaushalt hat immer mehr Leute angestellt. Wie kann man das korrigieren? Ich denke, dass, wenn du mich fragst, wir brauchen eine wechselnde Politik. Aber das ist nicht so einfach. Man sagt einfach, aber das ist nicht so einfach in der Politik. Wanderung, ja, in der Politik etwas zu wechseln, ist nicht so einfach, wie von außen aussieht. Aber ich denke, wir müssen es versuchen, die Wechsel in der Politik einzuführen in Paraguay. Jetzt bist du ja lange schon in der liberalen Partei. Schaffst du den Wechsel parteiintern herbeizuführen? No, ich bin Mitglied der liberalen Partei, als ich 18 Jahre alt war. Aber die letzte Zeit, ich mache keine Politik mehr, weil ich mache auch meine private Sache. Ja, ich bin Schriftsteller und ich arbeite auch als Anwalt, ja. Und als Berater, aber ich mache keine Politik mehr. Die Menschen, die immer sehen mich und beobachten mich als Politiker, aber weil ich war immer in der Politik und ich habe auch viel mitgemacht in der Politik, als ich sehr jung war, ja. Aber die letzte Zeit, ich bin ein bisschen zurückgetreten von der Politik. Aber wenn immer ein großes Problem gibt in der Politik, die Medien rufen mich an, um zu hören, welche ist meine Meinung. Zum Beispiel Itaipu. Ja, Weil ich war auch ein guter Direktor und immer die Presse ruft mich an. Itaipu ist Mateo Valmelle. Verfassungsreform Mateo Valmelle. Wichtige Sache, sie rufen mich an, die Medien. Ja? Aber ich bin nicht mehr direkt in der Politik, ich habe keinen Job in Regierung, ich habe ich kriege keine Belohnung von der Politik, ich arbeite als privater Mann. Aber du sprichst natürlich auch bestimmt mit aktuellen Politikern. Ja. Sagst du denen das, was ich du sage. Uns gerade erzählt hast? Nee, aber ich denke, das ist ein Problem. Hören die dich oder kommt das an? Ich denke wirklich, die Politik zeigt eine Art von Gleichgültigkeit in Bezug auf die realen Probleme, das die Gesellschaft hat. Können Sie es nicht lösen oder wollen Sie nicht? Vielleicht ist eine Mischung von Menschen, die nicht vergegenwärtigen können, die Probleme, und auch die nicht wollen, die Lösung zu finden. Ja? Eine Mischung. Es ist eine Mischung. Ich denke, das ist die traditionelle Betrachtungsweise der Politik. Zu denken, ich bin unfähig, etwas zu wechseln. Außenkräfte bestimmt meine Agenda. Ja? Ich bin nicht fähig, um was zu wechseln. Deswegen auch, ich denke, es gibt viel Resignation in der Politik, in viele Politiker. Nächstes Jahr sind ja Wahlen in Paraguay. Wirst du kandidieren? Nee, ich denke, ich habe schon viel gemacht in der Politik für eine lange Zeit. Ich denke, jetzt ich bin sehr engagiert ich bin Schriftsteller, ja, wie gesagt. Und das ist meine Haupttätigkeit. Und auch, ich bin Rechtsanwalt und Berater, ja, und ich bin ziemlich gut dort. Und ich denke, ich werde nicht mehr, ich beanspruche keine Position mehr in der Regierung jetzt. Das heißt, ich denke schon genug ist für mich Politik. Ich habe ein Engagement, ein Kompromiss mit meiner Gesellschaft. Ich kann nicht los davon. Aber wenn du mich fragst, willst du einen Job in der Regierung, ich sage dir nein. Ich möchte mehr andere Sachen machen im Leben jetzt. Du berätst also Investoren, die aus dem Ausland nach Paraguay kommen und ja, bist Rechtsanwalt. Ich arbeite auch für viele Deutsche, die hier in Paraguay Geschäfte machen. Ja. Und ich denke, für denen, vielleicht ich habe nicht so viel Geld verdient, aber zumindest ich habe nicht Geld verloren. Und sie haben kein Geld verloren, vielleicht sie haben nicht so viel verdient, aber sie sind glücklich, sie sind sicher
Niemand stört dem. Und selbstverständlich werde ich sagen, ja, komm nach Paraguay. Ich denke, heutzutage Paraguay ist noch ein williges Land. Wie lange bleibt Paraguay willig? Das weiß ich nicht. Ich denke nicht so viel. Paraguay will wachsen. Obwohl die vielen Probleme, die wir haben. Paraguay will wachsen. Noch weiter wachsen. Wo würdest du sagen, ist es heute am besten in Paraguay, um zu investieren? In welchen Bereichen? Das ist nicht so einfach, ja, weil jemand, das investieren will, soll wissen, seine Fähigkeit. Ja, ich bin gut hier. Aber ich berate viele Menschen, die hierher kommen, kaufen Land, bauen Bäume, Eukalyptus. Sie machen das mit Kühe, ja, zusammen. Und sie sind alle glücklich. Sie haben gekauft 200 Hektar, sie bauen Bäume, Eukalyptus, und dazu noch kommen mit Kühe, ja. Und sie sind glücklich, sie haben hier eine Investition. Ich weiß ja nicht, ob sie schon alles zurückgekriegt haben, was sie angegeben haben von Anfang. Aber sie sind glücklich, kommen 1-2 Mal pro Jahr. Haben kein Problem, kontrollieren alles, sehen. Und zumindest Geld haben sie nicht verloren. Siehst du Paraguay als juristisch sicheres Land an? Ich denke, wenn du die Sache richtig machst in Paraguay, ist ein sicheres Land. Das heißt, die Gesetze, wenn man sie musst einhalten, die Gesetze macht, dann funktioniert. Ja, weil es gibt viele, die von Ausland kommen und wurde beraten von Paraguay, die sagen, no, es gibt einen Weg. Und das ist ein großer Fehler. Nie es gibt einen Weg. Was besagt, richtig, korrekt. Ja, was besagt das Gesetz? Das Gesetz macht das. Und ich kenne viele Deutsche, die hierher sind. Sie arbeiten in Guairá zum Beispiel. Ja. Und sie haben kein Problem. Aber selbstverständlich, wenn du umgehst, wenn du suchst einen Umweg, und gehst du nicht direkt und wirst du nicht das Gesetz einhalten, ja, das ist ein Problem. Aber die das Gesetz einhalten, ich sehe kein Problem. Ja. Zumindest die Erfahrung, die ich habe. Ja. Ich kenne auch viele Freunde, Ausländer, kamen nach Paraguay, arbeiten hier und sie haben Geld verdient. Das hängt von dir ab auch, Geld zu verdienen. Ich bin kein reicher Mann, weil ich kann nicht Geld machen. Es gibt die Geld machen können, es gibt die Bücher schreiben können, es gibt die Fußball spielen können. Ja, ich kann das nicht. Sind die Gesetze in Paraguay vergleichbar mit Deutschland? Ist das Rechtssystem ähnlich oder ist es ganz anders? Wir haben einen großen Unterschied. Deutschland ist schwer als Paraguay. Paraguay ist sehr einfach. Wenn du was wir verlangen in Deutschland ist viel komplexer? Viel komplexer Deutschland als Paraguay. Ja. Paraguay ist unser Steuersystem, unsere Gesetze sind wirklich alles, wir versuchen alles vereinfachen. Ist alles vereinfacht. Im Vergleich mit Deutschland kein Vergleich. Deutschland ist hochkomplizierter. Du hast tausende Regulierungen, du hast Bundesregulierungen, du hast Landregulierungen und du hast Gemeinderegulierungen. Hier, du hast auch, aber nicht wie in Deutschland. Deutschland ist ein Netz das ist ein Labyrinth. Ja. Du sagtest vorhin, du hast an der Verfassung mitgewirkt in Paraguay. Gab es da eine Vorbildverfassung von einem anderen Land, als ihr das wir haben eine Verfassung. Es gab eine Strömung in Lateinamerika und wir sind dort geblieben. Welche Reform haben Sie in Kolumbien gemacht, in Brasilien, vor Paraguay? Orientiert sich an wir haben uns dort orientiert, selbstverständlich. Ja. Deutschland ist ein ganz anderes System, ist ein parlamentarisches System. Wir behalten die präsidentialistische System wie die Vereinigten Staaten, ungefähr. Wenn du mich fragst, wir sind in der Nähe die Vereinigten Staaten als Deutschland.
Vielleicht abschließend, du schreibst Bücher. Wie viele Bücher hast du bis jetzt veröffentlicht? Ich habe schon, jetzt kommt mein nächstes Buch, weil das ist Märchen. Ich habe 13 Bücher geschrieben. 13 Bücher geschrieben? Die erste auf Deutsch. Das ist die gegenwärtige Verfassungsdiskussion in Lateinamerika. Es wünschen Fehler. Brasil, Argentinien, Brasil, Chile und Paraguay. Auf Deutsch? Auf Deutsch. Das war mein erstes Buch. Und danach, ich habe auf Spanisch alle publiziert. Ja. Wo kann man deine Bücher halten? Sind die bei Amazon? Amazon, so? Alle. Du hast eine Amazon, kriegst du alles in Amazon oder auch digitale, kaufst du das. Es gibt viele, Penguin Random House ist die größte in der Welt. Ich denke, das ist auch deutsche Kapital. Ist eine britische, deutsche und amerikanische Gesellschaft. Und ich will jetzt das entfalten. Jetzt ist Zeit für mich, ich werde Zeit für mich selbst nehmen und ich will schreiben, was mir am besten gefällt. Um die Politik, deswegen, ich habe schon viel Politik gemacht. Selbstverständlich, ich habe moralische Werte und wegen meiner moralischen Werte, ich habe Engagement mit Freiheit, Menschenwürde, soziale Marktwirtschaft. Das ist, ich bin ein Verfolger der deutschen sozialen Marktwirtschaft, Und, aber ist mehr als Kompromiss als eine Ambition. Danke, Politik Carlos. für mich. Vielen Dank für das Interview.